Krone TV frischt heute noch mal das Thema Huckepack auf und klärt, wie der Auflieger auf den Bahnwaggon kommt. Okay, erste Voraussetzung ist natürlich, die Bahn muss auch kommen. Und wenn sie denn dann da ist, kommt der Schaffner um die Ecke und fragt erstmal nach dem Kodifizierungsschild und einem ILO-Code. Und schon verstehst du nur noch Bahnhof. Aber sorge dich nicht, ist gar nicht so kompliziert. Der Kunde, also du selbst, beantragst besagten ILO-Code online auf ilo-code.eu. ILO steht im Übrigen für Intermodal Loading Unit. Und dieser Code setzt sich zusammen aus dem Eigentümerschlüssel, wobei du 3 dieser 4 Buchstaben selbst frei wählen kannst, der Registriernummer, hier empfiehlt sich, dass du die letzten 6 Ziffern deiner Fahrgestellnummer nimmst, und der Prüfziffer, aber auf die Prüfziffer hast du keinen Einfluss, die vergibt das System selbst. Und diese Informationen schickst du dann zu uns, zu Krone, und wir besorgen dann die 3 Schilder und kleben 1 auf jede Seite und 1 aufs Dach. Die wichtigen Angaben für das Kodifizierungsschild erfährst du im Gespräch mit deiner Bahngesellschaft. Zunächst informierst du die Bahn, von wo nach wo dein Transport erfolgen soll, und die Bahn kann dann checken, welche Waggons mit welcher Stützbockhöhe dort auf dieser Route fahren und wie hoch die Tunnel dort sind. Und daraus ergeben sich die Angaben für das P-Format, für die Stützbockhöhe und den Kompatibilitätscode. Und mit diesen Angaben kann Krone dann das Kodifizierungsschild beantragen. P400 bedeutet, dass der Tunnel maximal mit einem 4 Meter hohen Auflieger durchfahren werden kann, der aber drucklose Luftbälge hat. 88 ist die Stützbockhöhe, wird in Zentimetern angegeben, und jeder Waggontyp hat einen eigenen, mit einem Buchstaben angegebenen Kompatibilitätscode. Und der Kompatibilitätscode E, F, G und I bedeutet sehr viel Platz in einem modernen Waggon des Typs T3000.